Uiuiui. So, bevor wir dann ganz einschlafen und müde werden, werden wir gleich noch ein bisschen lesen, um schlauer zu werden. Denn es geben Medien, die verblöden die Gesellschaft, die verblöden die Menschheit. Dazu sind die Medien geschaffen, damit Menschen nicht mehr selber reden, nicht mehr selber denken, sondern dass die Menschen nur noch nachplappern. Einer sagt, alles gut, und 50 Millionen Menschen sagen nach, alles gut und so. Wir sind ja anders. Wir lesen, um klug zu bleiben. Wir lesen, um nicht zu verblöden, wie so manch andere und so. Oder? Ist doch so. Die Menschen sind mittlerweile so weit, dass da einer redet, egal wie viel Mist das auch ist, einer redet und 50 Millionen wiederholen nur. Ja? Die denken nicht mehr selber, die sind so kaputt im Kopf, die können nicht mehr denken. Wir sind da anders. Wir lesen, um auch im hohen Alter noch mit einer schweren Erkrankung etwas mobiler zu sein. Wir waren bei 1. Mose Kapitel 15. Gott verheißt Abraham einen Sohn und gewährt ihm den Bund. Nach diesen Geschichten begab sich, dass zu Abraham das Wort des Herrn kam in einer Erscheinung. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abraham sprach aber, Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Und Abraham sprach, mir hast du keine Nachkommen gegeben und siehe, einer aus meinem Haus wird mein Erbe sein. Und siehe, der Herr sprach zu ihm, er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leib kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er hieß ihn hinausgehen und sprach, siehe gen Himmel und zähle die Sterne. Kannst du die zählen? Und sprach zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete der ihm zur Gerechtigkeit. Und er sprach zu ihm, ich bin der Herr, der dich aus Ur in Chaldea geführt hat, auf dass ich dir dieses Land zu besitzen gebe. Abraham aber sprach, Herr, Herr, woran soll ich merken, dass ich es besitzen werde? Und er sprach zu ihm, bring mir eine 3-jährige Kuh, eine 3-jährige Ziege, einen 3-jährigen Widder, eine Turteltaube und eine andere Taube. Und er brachte ihm dies alles und zerteilte es in der Mitte und legte je ein Teil dem anderen gegenüber, aber die Vögel zerteilte er nicht. Und die Raubvögel stießen hernieder auf die Stücke, aber Abraham scheuchte sie davon. Als nun die Sonne unterging, fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham und siehe, Schrecken und große Finsternis überfiel ihn. Da sprach der Herr zu Abraham, das sollst du wissen, dass deine Nachkommen Fremdlinge sein werden in einem Land, das nicht das ihre ist, und da wird man sie zu dienen zwingen und unterdrücken 400 Jahre.
Aber ich will das Volk richten, dem sie dienen müssen. Danach werden sie ausziehen mit großem Gut. Und du sollst fahren zu deinen Vätern mit Frieden und in gutem Alter begraben werden. Sie aber sollen erst nach 4 Menschenaltern wieder hierherkommen, denn die Missetat der Amoriter ist noch nicht voll. Als nun die Sonne untergegangen und es finster geworden war, siehe, da war ein rauchender Ofen und eine brennende Fackel fuhr zwischen den Stücken hin. An dem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, deinen Nachkommen gebe ich dieses Land von dem Strom Ägyptens an, bis an den großen Strom, den Euphrat, die Keniter, die Kenasiter, die Kadmoniter, die Hethiter, die Perisiter, die Rephaiter, die Amoriter, die Kanaaniter, die Girgashiter, die Jebusiter. Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abraham, siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abraham gehorchte der Stimme Sarais. Da nahm Sarai, Abrahams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar und gebar sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau, nachdem Abraham 10 Jahre im Lande Kanaan gewohnt hatte. Und er ging zu Hagar, die ward schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. Da sprach Sarai zu Abraham, das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben, nun sie aber sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich geringer geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abraham aber sprach zu Sarai, siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt, tu mit ihr, wie dir es gefällt. Da demütigte Sarai sie, sodass sie vor ihr floh. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Der sprach zu ihr, Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach, ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihrer Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend erhört. Er wird ein Mann wie ein Wildesel sein, deine Hand wider jedermann und jedermanns Hand wider ihn, und er wird sich all seinen Brüdern vor die Nase setzen. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete, du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach, gewiss habe ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Und Hagar gebar Abraham einen Sohn, und Abraham nannte den Sohn, den ihm Hagar gebar, Ismael. Und Abraham war 86 Jahre alt, als ihm Hagar den Ismael gebar. Als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm, ich bin der allmächtige Gott, wandle vor mir und sei fromm. Und ich will meinen Bund zwischen mir und dir schließen und will dich über alle Maßen mehren. Da fiel Abraham auf sein Angesicht. Und Gott redete weiter mit ihm und sprach, siehe, ich habe meinen Bund mit dir und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Darum sollst du nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham soll dein Name sein, denn ich habe dich gemacht zum Vater vieler Völker und ich will dich sehr fruchtbar machen und will aus dir Völker machen und Könige sollen von dir kommen. Und ich will aufrichten meinen Bund zwischen mir und dir und deinen Nachkommen von Geschlecht zu Geschlecht, dass es ein ewiger Bund sei, sodass ich dein und deiner Nachkommen Gott bin. Und ich will dir und deinem Geschlecht nach dir das Land geben,
darin du ein Fremdling bist, das ganze Land Kanaan zu ewigem Besitz und will ihr Gott sein. Und Gott sprach zu Abraham, so halte nun meinen Bund, du und deine Nachkommen von Geschlecht zu Geschlecht. Das aber ist mein Bund, den ihr halten sollt zwischen mir und euch und deinen Nachkommen. Alles, was männlich ist unter euch, soll beschnitten werden. Eure Vorhaut sollt ihr beschneiden. Das soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und euch. Jeden Knaben, wenn er 8 Tage alt ist, sollt ihr beschneiden bei euren Nachkommen. Desgleichen auch alles, was an Gesinde im Haus geboren oder was gekauft ist von irgendwelchen Fremden, die nicht aus eurem Geschlecht sind. Beschnitten soll werden alles Gesinde, was hier im Hause geboren oder was gekauft ist. Und so soll mein Bund an eurem Fleisch zu einem ewigen Bund werden. Ein Unbeschnittener aber, der nicht beschnitten wird an seiner Vorhaut, soll ausgerottet werden aus seinem Volk, meinen Bund hat er gebrochen. Und Gott sprach abermal zu Abraham, du sollst Sarai, deine Frau, nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein. Denn ich will sie segnen und auch von ihr will ich dir einen Sohn geben. Ich will sie segnen und Völker sollen aus ihr werden und Könige über viele Völker. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen, soll mir mit 100 Jahren ein Kind geboren werden und soll Sarah 90 Jahre alt gebären? Und Abraham sprach zu Gott, ach, dass Ismael möchte leben bleiben vor dir. Da sprach Gott, nein, Sarah, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären, den sollst du Isaak nennen, und ich will meinen Bund mit ihm aufrichten, als einen ewigen Bund für deine Nachkommen. Und für Ismael habe ich dich auch erhört. Siehe, ich habe ihn gesegnet und will ihn fruchtbar machen und über alle Maßen mehren. 12 Fürsten wird er zeugen, und ich will ihn zum großen Volk machen. Aber meinen Bund will ich aufrichten mit Isaak, den dir Sarah gebären soll um diese Zeit im nächsten Jahr. Und er hörte auf, mit ihm zu reden. Und Gott fuhr auf von Abraham. Da nahm Abraham seinen Sohn Ismael und alle Knechte, die in seinem Haus geboren, und alle, die von ihm gekauft waren, alle Männer im Haus Abrahams, und beschnitt ihre Vorhaut an eben diesem Tage, wie ihm Gott gesagt hatte. Und Abraham war 99 Jahre alt, als er seine Vorhaut beschnitt. Ismael aber, sein Sohn, war 13 Jahre alt, als seine Vorhaut beschnitten wurde. Eben auf diesem Tag wurden Abraham und sein Sohn Ismael beschnitten, und alle Männer seines Hauses, im Hause geboren und gekauft von Fremden, wurden mit ihm beschnitten. Und der Herr erschien ihm im Heim Mamre, während er an der Tür seines Zeltes saß, als der Tag am heißesten war. Und als er seine Augen aufhob und sah, siehe, da standen 3 Männer vor ihm. Und als er sie sah, lief er ihnen entgegen vor der Tür seines Zeltes und neigte sich zur Erde und sprach, Herr, habe ich Gnade gefunden vor deinen Augen, so gehe ich an deinem Knecht vorüber. Man soll euch ein wenig Wasser bringen, eure Füße zu waschen, und lasst euch nieder unter dem Baum. Und ich will euch ein bisschen Brot bringen, dass ihr euer Herz naht, danach mögt ihr weiterziehen. Denn darum seid ihr bei eurem Knecht vorübergekommen, die sprachen, tu, wie du gesagt hast. Abraham eilte in das Zelt zu Sarah und sprach, eile und menge 3 Maß feines Mehl, knete und backe Brot. Er aber lief zu den Rindern und holte ein zartes, gutes Kalb und gab dem Knecht, der eilte, und bereitete es zu. Und er trug Butter und Milch auf und von dem Kalb, das er zubereitet hatte, und setzte es ihnen vor und blieb stehen vor ihnen unter dem Baum, und sie aßen. Da sprachen sie zu ihm, wo ist Sarah, deine Frau? Er antwortete, drinnen im Zelt. Da sprach er, ich will wieder zu dir kommen übers Jahr, siehe, dann soll Sarah, deine Frau, einen Sohn haben. Das hörte Sarah hinter ihm, hinter der Tür des Zeltes. Und sie waren beide, Abraham und Sarah, alt und hochbetagt,
so dass es Sarah nicht mehr ging nach der Frauenweise. Darum lachte sie bei sich selber und sprach: Nun, da ich alt bin, soll ich noch Liebeslust erfahren, und mein Herr ist auch alt. Da sprach der Herr zu Abraham: Warum lacht Sarah und spricht: Sollte ich wirklich noch gebären nun, da ich alt bin? Soll dem Herrn etwas unmöglich sein? Um diese Zeit will ich wieder zu dir kommen, übers Jahr, dann soll Sarah einen Sohn haben. Da läutete Sarah und sprach: Ich habe nicht gelacht, denn sie fürchtete sich. Aber er sprach: Es ist nicht so, du hast gelacht. Da brachen die Männer auf und wandten sich nach Sodom, und Abraham ging mit ihnen, um sie zu geleiten. Da sprach der Herr: Wie könnte ich Abraham verbergen, was ich tun will, da er doch ein großes und mächtiges Volk werden soll und alle Völker auf Erden in ihm gesegnet werden sollen? Denn dazu habe ich ihn auserkoren, dass er seinen Kindern befehle und seinem Hause nach ihm, dass sie des Herrn Wege halten und tun, was recht und gut ist, auf dass der Herr auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hat. Und der Herr sprach: Es ist ein großes Geschrei über Sodom und Gomorra, denn ihre Sünden sind sehr schwer. Darum will ich hinabfahren und sehen, ob sie alles getan haben nach dem Geschrei, das von mich gekommen ist, oder ob es nicht so sei, damit ich's wisse. Und die Männer wandten ihr Angesicht und gingen nach Sodom. Aber Abraham blieb stehen vor dem Herrn und trat herzu und sprach: Willst du denn den Gerechten mit dem Gottlosen umbringen? Es könnten vielleicht 50 Gerechte in der Stadt sein. Wolltest du die umbringen und dem Ort nicht vergeben, um 50 Gerechter willen, die darin wären? Das sei ferne von dir, dass du das tust und tötest den Gerechten mit dem Gottlosen, so dass der Gerechte wäre gleich wie der Gottlose. Das sei ferne von dir. Sollte der Richter aller Welt nicht gerecht richten? Der Herr sprach: Finde ich 50 Gerechte zu Sodom in der Stadt, so will ich um ihretwillen dem ganzen Ort vergeben. Abraham antwortete und sprach: Ach siehe, ich habe mich unterwunden zu reden mit dem Herrn, wiewohl ich Erde und Asche bin. Es könnten vielleicht 5 weniger als 50 Gerechte darin sein. Wolltest du denn die ganze Stadt verderben, um der 5 willen? Er sprach: Finde ich darin 45, so will ich sie nicht verderben. Und er fuhr fort mit ihm zu reden und sprach: Man könnte vielleicht 40 darin finden. Er aber sprach: Ich will ihnen nichts tun, um der 40 willen. Abraham sprach: Zürne nicht, Herr, dass ich noch mehr rede. Man könnte vielleicht 30 darin finden. Er aber sprach: Finde ich 30 darin, so will ich ihnen nichts tun. Und er sprach: Ach siehe, ich habe mich unterwunden, mit dem Herrn zu reden. Man könnte vielleicht 20 darin finden. Er antwortete: Ich will sie nicht verderben, um der 20 willen. Und er sprach: Ach, zürne nicht, Herr, dass ich nur noch einmal rede. Man könnte vielleicht 10 darin finden. Er aber sprach: Ich will sie nicht verderben, um der 10 willen. Und der Herr ging weg, nachdem er aufgehört hatte, mit Abraham zu reden, und Abraham kehrte wieder um an seinem Ort. Die 2 Engel kamen nach Sodom am Abend. Lot aber saß zu Sodom unter dem Tor. Und als er sie sah, stand er auf, ging ihnen entgegen und neigte sich bis zur Erde und sprach: Siehe, liebe Herren, kehrt doch ein im Haus eures Knechtes, bleibt über Nacht und lasst eure Füße waschen. Frühmorgens mögt ihr aufbrechen und eure Straße ziehen. Aber sie sprachen: Nein, wir wollen über Nacht im Freien bleiben. Da nötigte er die sehr, und sie kehrten zu ihm ein und kamen in sein Haus. Und er machte ihnen ein Mahl und backte ungesäuerte Brote, und sie aßen. Aber ehe sie sich legten, kamen die Männer der Stadt Sodom und umgaben das Haus, jung und alt, das ganze Volk aus allen Enden, und riefen Lot und sprachen zu ihm: Wo sind die Männer, die zu dir gekommen sind diese Nacht? Gib sie heraus, dass wir ihnen beiwohnen. Lot ging heraus zu ihnen vor die Tür und schloss die Tür hinter sich zu und sprach: Ach, liebe Brüder, tut nicht so übel. Siehe, ich habe 2 Töchter, die wissen noch von keinem Manne,
die will ich euch herausgeben, und dann tut mit ihnen, was euch gefällt. Aber diesen Männern tut nichts, denn darum sind sie unter den Schatten meines Dachs gekommen. Sie aber sprachen, weg mit dir, und sprachen auch, du bist der einzige Fremdling hier und willst regieren. Wohlan, wir wollen dich noch übler plagen als jene. Und die drangen hart ein auf den Mann Lot. Doch als sie hinzuliefen und die Tür aufbrechen wollten, griffen die Männer hinaus und zogen Lot herein zu sich ins Haus und schlossen die Tür zu. Und sie schlugen die Leute vor der Tür des Hauses, klein und groß, mit Blindheit, sodass sie sich vergebens mühten, die Tür zu finden. Und die Männer sprachen zu Lot, hast du noch jemand hier, einen Schwiegersohn, deine Söhne und Töchter, wer noch zu dir gehört in der Stadt, den führe weg von dieser Stätte. Denn wir werden diese Stätte verderben, weil das Geschrei über sie groß ist vor dem Herrn, der hat uns gesandt, sie zu verderben. Da ging Lot hinaus und redete mit den Männern, die seine Töchter heiraten sollten. Macht euch auf und geht aus diesem Ort, denn der Herr wird diese Stadt verderben. Die aber meinten, er scherze. Als nun die Morgenröte aufging, drängten die Engel Lot zur Eile und sprachen, mach dich auf, nimm deine Frau und deine beiden Töchter, die hier sind, damit du nicht auch umkommst in der Missetat dieser Stadt. Als er aber zögerte, ergriffen die Männer ihn und seine Frau und seine beiden Töchter bei der Hand, weil der Herr ihn verschonen wollte, und führte ihn hinaus und ließen ihn erst draußen vor der Stadt wieder los. Und als sie ihn hinausgebracht hatten, sprach der eine, rette dein Leben und sieh nicht hinter dich, bleib auch nicht stehen in dieser ganzen Gegend. Auf das Gebirge rette dich, damit du nicht umkommst. Aber Lot sprach zu ihnen, ach nein, Herr, siehe, dein Knecht hat Gnade gefunden vor deinen Augen, und du hast deine Barmherzigkeit groß gemacht, die du an mir getan hast, als du mich am Leben erhieltest. Ich kann mich nicht auf das Gebirge retten, es könnte mich sonst das Unheil ereilen, sodass ich stürbe. Siehe, da ist eine Stadt nahe, in die ich fliehen kann, und sie ist klein. Dahin will ich mich retten, dass ich am Leben bleibe. Ist sie nicht klein, da sprach er zu ihm, siehe, ich habe auch darin dich angesehen, dass ich die Stadt nicht zerstöre, von der du geredet hast. Eile und rette dich dahin, denn ich kann nichts tun, bis du hineinkommst. Daher ist diese Stadt Zoar genannt. Und die Sonne war aufgegangen auf Erden, als Lot nach Zoar kam. Da ließ der Herr Schwefel und Feuer regnen vom Himmel herab auf Sodom und Gomorra und vernichtete die Städte und die ganze Gegend und alle Einwohner der Städte und was auf dem Lande gewachsen war. Und Lots Frau sah hinter sich und war zur Salzsäule. Abraham aber machte sich früh am Morgen auf an den Ort, wo er vor dem Herrn gestanden hatte, und wandte sein Angesicht gegen Sodom und Gomorra und alles Land dieser Gegend und schaute, und siehe, da ging ein Rauch auf vom Land wie der Rauch von einem Ofen. Und es geschah, als Gott die Städte in der Gegend vernichtete, gedachte er an Abraham und geleitete Lot aus den Städten, die er zerstörte, in denen Lot wohnte. Lot hatte Angst, in Zoar zu bleiben. Deshalb ging er mit seinen beiden Töchtern ins Bergland hinauf und lebte dort mit ihnen in einer Höhle. Eines Tages sagt die ältere Tochter zur jüngeren, unser Vater wird alt und weit und breit gibt es keinen Mann, der uns heiraten könnte. Komm, wir geben unserem Vater Wein zu trinken und legen uns zu ihm, damit wir von ihm Kinder bekommen. Noch am selben Abend machten sie ihren Vater betrunken. Die Ältere ging in sein Zelt und legte sich zu ihm, und er merkte nichts, weder wie sie zu ihm kam, noch wie sie von ihm aufstand. Am anderen Tag sagte sie zu ihrer Schwester, ich habe heute Nacht mit unserem Vater geschlafen, wir wollen ihm auf diesen Abend Wein zu trinken geben, dann legst du dich zu ihm, damit wir alle beide von ihm Kinder bekommen. Am Abend machten wir ihren Vater wieder betrunken,
Die Jüngere ging in sein Zelt und legte sich zu ihm. Und er merkte nichts, weder wie die zu ihm kam, noch wie die von ihm aufstand. So wurden die beiden Töchter Lots von ihrem eigenen Vater schwanger. Die Ältere gebar einen Sohn und gab ihm den Namen Moab. Er war der Stammvater der Moabiter. Auch die Jüngere bekam einen Sohn und nannte ihn Ben-Ami. Er war der Stammvater der Ammoniter. Abraham zog von dort in den Süden des Landes. Eine Zeit lang blieb er in der Gegend zwischen Kadesh und der Wüste Schur, dann fand er Aufnahme in der Stadt Gera. Seine Frau Sarah gab er als seine Schwester aus. Da ließ Abimelech, der König von Gera, sie in sein Haus holen. In der Nacht aber kam Gott im Traum zu Abimelech und sagte: Du musst sterben, weil du diese Frau genommen hast. Sie ist verheiratet und gehört einem anderen. Abimelech hatte Sarah jedoch nicht berührt und er erwiderte: Herr, willst du wirklich unschuldige Menschen töten? Er hat gesagt, sie ist meine Schwester und sie hat bestätigt: Er ist mein Bruder. Ich habe in gutem Glauben gehandelt, mein Gewissen ist rein. Gott antwortete Abimelech: Ich weiß, du hast in gutem Glauben gehandelt, deshalb habe ich dich davor bewahrt, vor mir schuldig zu werden und habe dir nicht erlaubt, sie zu berühren. Gib sie jetzt zurück. Ihr Mann ist ein Prophet, er wird für dich beten, dann bleibst du am Leben. Wenn du sie aber behältst, musst du sterben und alle in deinem Haus mit dir. Am nächsten Morgen rief Abimelech seine Leute zusammen und berichtete ihnen, was geschehen war. Alle bekamen große Angst. Dann rief er Abraham und hielt ihm vor: Wie konntest du uns das antun? Womit habe ich mich an dir versündigt, dass du mich und mein Volk in diese schwere Schuld gestürzt hast? Es ist unerhört, was du mir angetan hast. Was hast du dir dabei gedacht? Abraham erwiderte: Ich dachte, in dieser Stadt nehme die Gott bestimmt nicht ernst und sie werden mich wegen meiner Frau töten. Übrigens ist sie wirklich meine Schwester. Sie ist die Tochter meines Vaters, stammt aber von einer anderen Mutter. Darum konnte sie meine Frau werden. Als Gott mich aus meiner Heimat in die Fremde schickte, sagte ich zu ihr: Tu mir den Gefallen und gib mich überall, wohin wir kommen, als seinen Bruder aus. Abimelech schenkte Abraham viele Schafe, Ziegen, Rinder, Sklaven und Sklavinnen und gab ihm seine Frau Sarah zurück. Er sagte zu ihm: Mein ganzes Leben steht dir offen. Du kannst dich ansiedeln, wo es dir gefällt. Und zu Sarah sagte er: Ich gebe deinem Bruder 1000 Silberstücke, damit wird er vor allen euren Leuten erwiesen, dass seine Ehre nicht angetastet worden ist, und niemand darf dir etwas nachsagen. Nun betete Abraham zu Gott, und er nahm die Strafe von Abimelech und von seiner Frau und seinen Sklavinnen, sodass in seinem Haus wieder Kinder geboren wurden. Der Herr hatte nämlich in Abimelechs Haus jeden Mutterleib verschlossen, weil der König die Frau Abraham zu sich genommen hatte. Der Herr dachte an Sarah und tat an ihr, was er angekündigt hatte. Sie wurde schwanger und gebar Abraham noch in seinem Alter einen Sohn. Es war genau zu der Zeit, die Gott angegeben hatte. Abraham nannte den Sohn, den Sarah ihm geboren hatte, Isaak. Als Isaak 8 Tage alt war, beschnitt er ihn, genau wie Gott es angeordnet hatte. Abraham war bei Isaaks Geburt 100 Jahre alt. Sarah aber sagte: Gott hat dafür gesorgt, dass ich lachen kann. Alle, die davon hören, werden mit mir lachen. Noch nie hat Abraham es erlebt, dass ihm einer die Nachricht brachte: Deine Frau Sarah stillt ein Kind, aber jetzt in seinem Alter habe ich ihm noch einen Sohn geboren. Isaaks wuchs und gedieh. Als er von der Mutterbrust entwöhnt wurde, feierte Abraham mit seinen Leuten ein großes Fest. Eines Tages sah Sarah den Sohn der Ägypterin Hagar spielen, das Kind, das dieser Abraham geboren hatte. Da sagte sie zu ihrem Mann: Jagt diese Sklavin und ihren Sohn fort. Der Sohn der Sklavin darf nicht mit meinem Sohn Isaak zusammen erben. Abraham missfiel das sehr, denn auch Ismael war ja sein Sohn. Aber Gott sagt zu Abraham: Gräme dich nicht wegen des Jungen und deiner Sklavin.
Tue, was Sarah von dir verlangt, denn die Nachkommen Isaak sollen als seine rechtmäßigen Nachkommen gelten. Aber auch den Sohn der Sklavin werde ich zu einem Volk machen, weil er von dir abstammt. Am nächsten Morgen nahm Abraham Brot und einen Schlauch mit Wasser, legte beides Hagar auf die Schulter, übergab ihr das Kind und schickte sie fort. Hagar ging weg und irrte ziellos in der Wüste bei Beersheba umher. Als das Wasser im Schlauch aufgebraucht war, warf sie das Kind unter einen Strauch und setzte sich etwa einen Bogenschuss davon entfernt auf die Erde. Denn sie sagte, ich kann nicht mit ansehen, wie der Junge stirbt. So saß sie in einiger Entfernung und weinte laut. Aber Gott hörte das Kind schreien. Da rief der Engel Gottes vom Himmel aus Hagar zu, warum bist du verzweifelt, Hagar? Hab keine Angst. Gott hat das Schreien des Kindes gehört. Steh auf und nimm den Jungen bei der Hand, denn ich werde seine Nachkommen zu einem großen Volk machen. Gott öffnete Hagar die Augen, da sah sie einen Brunnen. Sie ging hin, füllte den Schlauch mit Wasser und gab dem Kind zu trinken. Aber weiterhin half Gott dem Jungen. Er wuchs heran und wurde ein Bogenschütze. Er lebte in der Wüste Paran und seine Mutter gab ihm eine Ägypterin zur Frau. Damals kam Abimelech mit seinem Heerführer Pischol zu Abraham und sagte zu ihm, ich sehe, Gott steht dir bei und lässt dir alles gelingen, was du tust. Darum schwöre mir jetzt bei Gott, dass du an mir und meinem Sohn und allen meinen Nachkommen nicht treulos handeln wirst. Ich habe dir nur Gutes erwiesen, handle du nun ebenso an mir und an dem Land, in dem du als Fremder lebst. Das schwöre ich dir, sagte Abraham. Er beklagte sich aber bei Abimelech darüber, dass dessen Knechte ihm einen Brunnen weggenommen hatten. Ich weiß nicht, wer das war, sagte Abimelech. Du hast mir bisher nichts davon gesagt. Ich höre heute zum ersten Mal davon. Abraham gab Abimelech Schafe, Ziegen und Rinder und sie schlossen einen Vertrag. Dann sonderte Abraham noch 7 Lämmer aus seiner Herde aus. Was sollen diese Lämmer? Fragten Abimelech. Abraham erwiderte, die musst du von mir annehmen. Damit bezeugst du, dass ich den Brunnen gegraben habe und er mir gehört. Der Ort erhielt den Namen Beersheba, weil Abraham und Abimelech hier ihren Vertrag mit einem Schwur bekräftigt hatten. Nachdem sie in Beersheba den Vertrag geschlossen hatten, kehrten Abimelech und sein Heerführer Pichol in das Land der Philister zurück. Abraham aber pflanzte in Beersheba einen Tamariskenbaum und rief im Gebet den Namen des Herrn, des ewigen Gottes an. Lange Zeit lebte Abraham als Fremder im Land der Philister. Einige Zeit danach geschah es. Gott stellte Abraham auf die Probe. Abraham, rief er. Ja, erwiderte Abraham. Nimm deinen Sohn, sagte Gott, deinen einzigen, der dir ans Herz gewachsen ist, den Isaak. Geh mit ihm ins Land Moria auf einen Berg, den ich dir nennen werde, und opfere ihn mir dort als Brandopfer. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf. Er spaltete Holz für das Opferfeuer, belud sein Esel und machte sich mit seinem Sohn auf den Weg zu dem Ort, von dem Gott gesprochen hatte. Auch 2 Knechte nahm er mit. Am 3. Tag erblickte er den Berg in der Ferne. Da sagte er zu den Knechten, bleib hier mit dem Esel, ich gehe mit dem Jungen dort hinauf, um mich vor Gott niederzuwerfen, dann kommen wir wieder zurück. Abraham packte seinem Sohn die Holzscheite auf den Rücken, er selbst nahm das Becken mit glühenden Kohlen und das Messer. So gingen die beiden miteinander. Nach einer Weile sagte Isaak, Vater, ja mein Sohn, Feuer und Holz haben wir, aber wo ist das Lamm für das Opfer? Gott wird schon für ein Opferlamm sorgen. So gingen die beiden miteinander. Sie kamen zu dem Ort, von dem Gott zu Abraham gesprochen hatte. Auf dem Berg baute Abraham einen Altar und schichtete die Holzscheite auf. Er fesselte Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf den Holzstoß. Schon fasste er nach dem Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief der Engel des Herrn vom Himmel her, Abraham, Abraham. Ja, erwiderte er, und der Engel rief halt an, tu dem Jungen nicht zuleide, jetzt weiß ich, dass du Gott gehorchst.
Du warst bereit, mir sogar deinen einzigen Sohn zu opfern. Als Abraham aufblickte, sah er einen einzigen Schafbock, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Er ging hinüber, nahm das Tier und opferte es anstelle seines Sohnes auf dem Altar. Er nannte den Ort, der Herr sorgt vor. Noch heute sagt man, auf dem Berg des Herrn ist vorgesorgt. Noch einmal rief der Engel des Herrn vom Himmel her und sagte zu Abraham, ich schwöre bei mir selber, sagt der Herr, weil du mir gehorcht hast und sogar bereit warst, mir deinen einzigen Sohn zu geben, werde ich dich segnen. Deine Nachkommen mache ich so zahlreich wie die Sterne am Himmel und die Sandkörner am Meeresstrand. Sie werden ihre Feinde besiegen und ihre Städte erobern. Bei allen Völkern der Erde werden die Leute zueinander sagen, Gott segne dich wie die Nachkommen Abrahams. Das ist die Belohnung dafür, dass du meinem Befehl gehorcht hast. Abraham kehrte wieder zu seinen Knechten zurück und sie gingen miteinander nach Beersheba. Dort blieb Abraham wohnen. Bald danach erhielt Abraham die Nachricht, auch Milka hat deinem Bruder Nahor Söhne geboren. Es waren 8, die sie dem Bruder Abrahams geboren hatte. Us, der Erstgeborene, Bus, Kemuel, von dem die Aramäer abstammen, Keset, Haso, Bildasch, Jidlaf und Betuel, der Vater von Rebekka. Außerdem hatte Nahors Nebenfrau Reuma ihm die Söhne Terach, Gaham, Tahasch und Mahara geboren. Sarah wurde 127 Jahre alt, dann starb sie in Hebron, das damals Kirjat Arba hieß, im Land Kanaan. Abraham trauerte um sie und hielt die Totenklage. Dann ging er von den Toten weg, setzte sich zu den Hethitern im Tor und sagte ihnen, ich bin ein Fremder und habe nur Gastrecht bei euch, verkauft mir ein Stück Land als Grabstätte für meine Familie, damit ich dort meine Frau zur letzten Ruhe betten kann. Die Hethiter antworteten Abraham, höre, was wir dir vorschlagen, Herr. Wir ehren dich als einen Mann, dem Gott Macht und Reichtum gegeben hat. Bestatte doch deine Frau im vornehmsten unserer Gräber. Jeder von uns wird dir gerne sein Grab zur Verfügung stellen. Abraham stand auf, verneigte sich vor ihnen und sagte, wenn ihr also damit einverstanden seid, dass ich meine Frau hier bei euch bestatte, dann legt bei Ephron, dem Sohn Zoas, ein Wort für mich ein. Ich bitte ihn um die Höhle Machpela am Ende seines Feldes. Er soll sie mir um den vollen Preis verkaufen, damit ich hier bei euch ein Familiengrab besitze. Ephron saß selbst mitten unter den Hethitern, die sich im Tor der Stadt versammelt hatten, und in Gegenwart aller sagte er zu Abraham, nein, mein Herr, hör mich an. Ich schenke dir die Höhle und das Feld dazu. Hier vor allem meinen Landsleuten schenke ich sie dir, damit du deine Frau bestatten kannst. Abraham verneigte sich wieder vor den Hethitern und sagte zu Ephron in Gegenwart aller, bitte hör mich an. Ich zahle den Kaufpreis für das Feld, nimm ihn von mir an und lass mich dort meine Frau bestatten. Ephron erwiderte, ach mein Herr, hör mich an. Ein Stück Land im Wert von 400 Silberstücken, was bedeutet eine solche Kleinigkeit schon zwischen uns beiden? Du kannst dort deine Frau bestatten. Abraham ging darauf ein und wog Ephron die Summe ab, die dieser vor den versammelten Hethitern genannt hatte. 400 Silberstücke nach dem Gewicht, das die reisenden Händler benutzten. So ging das Feld Ephrons beim Machpela östlich von Mamre in den Besitz Abrahams über. Vor den Augen aller Männer, die im Tor versammelt waren, wurde das Feld samt der Höhle und allen Bäumen darauf als Abrahams Eigentum bestätigt. Dort in der Höhle bei Mamre, in Hebron im Land Kanaan, legte Abraham seine Frau Sarah zur letzten Ruhe. Das Feld mit der Höhle war nun also von den Hethitern in den Besitz Abrahams übergegangen als Grabstätte für seine Familie. Abraham war sehr alt geworden. Der Herr hatte ihn gesegnet und ihm alles gelingen lassen. Eines Tages sagte er zu seinem ältesten Knecht, der seinen ganzen Besitz verwaltete, leg deine Hand zwischen meine Beine und schwöre mir, versprich mir beim Herrn, dem Gott des Himmels und der Erde,
dass du für meinen Sohn Isaak keine Frau auswählst, die hier aus dem Land Kanaan stammt. Gib mir dein Wort, dass du in meine Heimat gehst und ihm eine Frau aus meiner Verwandtschaft suchst. Der Besitzverwalter sagte, was soll ich aber tun, wenn die Frau mir nicht hierher folgen will? Soll ich dann deinen Sohn wieder in deine Heimat zurückbringen? Auf keinen Fall, sagte Abraham. Das darfst du niemals tun. Der Herr, der Gott des Himmels, wird seinen Engel vor dir herschicken, sodass dein Auftrag gelingt und die Frau dir folgen wird. Er hat mich aus meiner Sippe und Heimat weggeholt und mir mit einem Schwur zugesagt, dass er meinen Nachkommen dieses Land geben wird. Wenn die Frau dir nicht folgen will, bist du nicht mehr an deinen Schwur gebunden. Aber auf keinen Fall darfst du meinen Sohn dorthin zurückbringen. Da legte der Verwalter seine Hände zwischen die Beine Abrahams und schwor ihm, alles so auszuführen, wie er es verlangt hatte. Dann machte 10 von den Kamelen seines Herrn reisefertig, nahm wertvolle Geschenke mit und reiste nach Mesopotamien in die Stadt, in der die Familie von Abrahams Bruder Nahor lebte. Als er dort ankam, hielt er an der Quelle vor der Stadt an und ließ die Kamele niederknien. Es war gegen Abend um die Zeit, wenn die Frauen zum Wasserholen herauskommen. Herr, du Gott meines Herrn Abraham, betete er, gib mir Glück zu meinem Vorhaben. Sei gut zu meinem Herrn und erfülle seinen Wunsch. Gleich werden die jungen Mädchen aus der Stadt hierher kommen und Wasser schöpfen. Dann will ich eins von ihnen bitten, reiche mir deinen Krug, damit ich trinken kann. Wenn das Mädchen sagt, trink nur, ich will auch deinen Kamelen zu trinken geben, dann weiß ich, sie ist es, die du für deinen Diener Isaak bestimmt hast. Daran werde ich erkennen, dass du zu meinem Herrn gut bist und seinen Wunsch erfüllt hast. Kaum hatte er zu Ende gebetet, da kam aus der Stadt ein Mädchen mit einem Wasserkrug auf der Schulter. Es war Rebekka, die Tochter von Betuel und Enkelin von Milka, der Frau von Abrahams Bruder Nahor. Sie war sehr schön und noch nicht verheiratet, kein Mann hatte sie berührt. Sie ging die Stufen zum Wasser hinab, füllte ihren Krug, hob ihn auf die Schulter und kam wieder herauf. Schnell trat der Verwalter Abraham auf sie zu und bat sie, gib mir doch einen Schluck Wasser aus deinem Krug. Trink nur, Herr, sagt das Mädchen, ließ sogleich den Krug auf ihre Hand herunter und hielt ihn so, dass er trinken konnte. Als er genug getrunken hatte, sagte sie, ich will noch mehr Wasser holen, damit auch deine Kamele trinken können. Sie leerte den Krug in die Tränkenne, stieg wieder rasch zur Quelle hinab und schöpfte so lange, bis alle Kamele genug hatten. Abraham, Verwalter, stand schweigend dabei und schaute ihr zu. Er wartete gespannt, ob sein Herr seine Reise gelingen lassen würde. Als die Kamele getrunken hatten, holte er für Rebekka einen kostbaren goldenen Nasenring und 2 schwere goldene Armreifen hervor und sagte zu ihr, wessen Tochter bist du? Hat dein Vater in seinem Haus vielleicht Platz für uns, damit wir übernachten können? Ich bin die Tochter von Betuel, antwortete sie. Es ist der Betuel, den die Milka dem Nahor geboren hat. Wir haben Platz genug und auch Stroh und Futter für die Tiere. Da warf sich der Verwalter Abraham vor dem Herrn nieder und betete, Dank sei dir, Herr, du Gott meines Herrn Abraham, du hast ihm deine Güte und Treue bewahrt und hast mich geradeswegs zu den Verwandten meines Herrn geführt. Das Mädchen lief inzwischen nach Hause zu ihrer Mutter und erzählte, was sie erlebt hatte. Sie hatte einen Bruder, der hieß Laban. Als der den goldenen Schmuck sah und hörte, was der Mann zu ihr gesagt hatte, lief er hinaus an die Quelle. Dort wartete Abrahams Besitzverwalter noch mit den Kamelen. Komm herein zu uns, rief Laban. Du bringst den Segen des Herrn mit. Warum bleibst du hier draußen? Ich habe schon alles herrichten lassen, auch für deine Kamele ist genug Platz. Da ging der Verwalter mit ins Haus. Laban ließ die Kamele abzäumen und Streu und Futter für sie holen. Dem Gast und seinen Leuten brachte man Wasser, damit sie sich die Füße waschen konnten. Als sie ihm aber etwas zu essen brachten, sagte er, ich esse erst, wenn ich meinen Auftrag ausgerichtet habe. Laban forderte ihn aufzureden und er begann,
ich bin Abrahams Besitzverwalter. Der Herr hat meinen Herrn reich gesegnet und zu hohem Ansehen gebracht. Er hat ihm viele Schafe, Ziegen und Rinder gegeben, dazu Silber und Gold, Sklaven und Sklavinnen, Kamele und Esel. Auch hat Sarah, die Frau meines Herrn, ihm in ihrem Alter noch einen Sohn geboren, dem er seinen ganzen Besitz vermacht hat. Nun hat mein Herr mich ein Eid schwören lassen und hat mir aufgetragen, du darfst für meinen Sohn Isaak keine Frau aus dem Land Kanaan wählen. Geh zu meinen Verwandten, zur Familie meines Vaters und hole ihm von dort eine Frau. Als ich einwandte, dass die Frau mir vielleicht nicht in das fremde Land folgen werde, da sagte er, der Herr, nach dessen Willen ich mich immer gerichtet habe, wird ein Engel mit dir schicken und deine Reise gelingen lassen, sodass du für meinen Sohn eine Frau aus meiner Verwandtschaft, aus der Familie meines Vaters findest. Wenn meine Verwandten dir aber keine Frau für meinen Sohn geben wollen, bist du nicht mehr an deinen Schwur gebunden. Als ich nun heute an die Quelle kam, betete ich zum Herrn und sagte, Gott Abrahams, meines Herrn, wenn du doch meine Reise gelingen lassen wolltest. Ich stehe hier an der Quelle und bitte dich um ein Zeichen. Zu dem ersten heiratsfähigen Mädchen, das herauskommt, will ich sagen, gib mir doch einen Schluck aus deinem Krug. Wenn sie darauf sagt, trink nur und auch deinen Kamelen will ich zu trinken geben, dann weiß ich, sie ist es, die du, Herr, für den Sohn meines Herrn bestimmt hast. Kaum hatte ich diese Worte in meinem Herz gesprochen, da kam Rebekka mit dem Krug auf der Schulter, stieg die Stufen zur Quelle hinab und schöpfte Wasser. Ich sagte zu ihr, gib mir doch etwas zu trinken. Da ließ sie sogleich ihren Krug von der Schulter herunter und sagte, trink nur, und auch dein Kamelen will ich zu trinken geben. Als alle Tiere getrunken hatten, fragte sie nach ihrem Vater und sie sagte mir, dass es Betuel sei, der Sohn Nahors von seiner Frau Milka. Da legte ich ihr den goldenen Ring an die Nase und die Goldreifen um ihre Arme. Und dann warf ich mich nieder und dankte dem Herrn, dem Gott meines Herrn Abraham, dass er mich geradewegs zum Bruder meines Herrn geführt hat und ich jetzt dessen Tochter als Frau für den Sohn meines Herrn erbitten kann. Sagt mir nun also, ob ihr meinen Herrn gut seid und seinen Wunsch erfüllen wollt. Wenn nicht, dann muss ich anderswo suchen. Laban und seine Frau erwiderten, das hat der Herr gefühlt. Wir können seine Entscheidung nur annehmen. Hier ist Rebekka, nimm sie mit. Sie soll den Sohn deines Herrn heiraten, wie der Herr es bestimmt hat. Als Abrahams Verwalter das hörte, warf er sich auf die Erde und dankte dem Herrn. Darauf packte er Silber- und Goldschmuck und festliche Kleider aus und gab sie Rebekka. Auch ihrem Bruder und ihrer Mutter gab er kostbare Geschenke. Dann aßen und tranken die Gäste und legten sich schlafen. Am anderen Morgen sagte Abrahams Verwalter zum Bruder des Mädchens und zu seiner Mutter, lass mich jetzt zu meinem Herrn zurückkehren. Die beiden baten ihn, lass sie doch noch eine Weile bei uns bleiben, nur 10 Tage, dann kann sie mit dir gehen. Er aber sagte, haltet mich nicht auf, Gott in seiner Güte hat meine Reise gelingen lassen. Ich möchte jetzt zu meinem Herrn zurückkehren. Wir rufen das Mädchen, sagten die beiden, sie soll selber entscheiden. Die riefen Rebekka und fragten sie, willst du mit diesem Mann mitgehen? Rebekka sagte, ja, das will ich. Da verabschiedeten die Rebekka und ihre Amme und auch den Verwalter Abrahams mit seinen Leuten. Sie segneten Rebekka und sagten, Schwester, du sollst die Mutter von vielen Tausenden werden, mögen deine Nachkommen ihre Feinde besiegen und ihre Städte erobern. Rebekka und ihre Dienerinnen machten sich reisefertig, setzten sich auf die Kamele und zogen mit dem Besitzverwalter Abraham. So brach er mit Rebekka in seinem Gefolge auf. Isaak wohnte zu der Zeit im südlichsten Teil des Landes in der Nähe des Brunnens Lahai-Hon. Eines Abends, als er gerade auf dem Feld war, sah er auf einmal Kamele daherkommen. Auch Rebekka hatte Isaak erblickt. Schnell stieg sie vom Kamel und fragte den Verwalter Abraham, wer ist der Mann, der uns dort entgegenkommt? Es ist mein Herr, erwiderte er, und Rebekka bedeckte ihr Gesicht mit dem Schleier. Der Besitzverwalter erzählte Isaak, was alles gegangen war.
wie alles gegangen war, und Isaak führte Rebekka in das Zelt seiner Mutter Sarah. Er nahm sie zur Frau und gewann sie lieb. So wurde er über den Verlust seiner Mutter getröstet. Denkt dran, die ferne Leute verblöden die Menschen. Das geht ganz einfach.